Assalamu alaikum, willkommen zurück bei Laura und Mariano. Wir sind zurzeit im Niemandsland, haben gerade in Kuwait ausgecheckt und checken jetzt ins nächste Land ein, Saudi-Arabien. Wir haben es nach Saudi-Arabien geschafft. Wer hätte gedacht, dass wir hier jemals landen? Das erste, was wir jetzt hier machen, ist tanken, denn hier ist es noch verhältnismäßig günstig. In den Emiraten und im Oman wird es dann ein bisschen teurer und wir brauchen auch einfach jetzt mal wieder leider Diesel. Ja, wir haben noch einiges aus dem Iran, aber wir wollen möglichst immer voll sein, weil wir wollen dann viel in den Oman und so mitnehmen und jetzt wollen wir nicht extra die Kanister umschütten und so weiter. Deswegen tanken wir unseren Tank einfach hier wieder voll. Und das Coole ist, wir können einfach selber wieder an die Tankstelle fahren. Es gibt dann da Tankwärter, wir werden mit unserer Kreditkarte zahlen können. Und wir müssen niemanden fragen, ob er uns seine Dieselkarte geben kann, so wie das im Iran dann üblich ist. So, wir sind ja hier in den Ländern, wo das ganze Öl herkommt. Und dann fragt ihr euch natürlich, was kostet das hier eigentlich? Und im Saudi-Arabien ist es wohl am günstigsten. Wir wissen den Umrechnungskurs noch nicht so richtig, aber es sind wohl um die 18 Cent pro Liter für Diesel. Und im Oman und den Emiraten ist es ein bisschen mehr und in Kuwait auch. Aber ja, 18 Cent pro Liter ist gut. Immer noch teurer als im Iran, aber. Aber wir konnten mit Kreditkarte zahlen. Ja, genau, voll easy alles hier, Mensch. So, wir haben es zu unserem ersten Stellplatz in Saudi-Arabien geschafft. Ist jetzt nicht so weit weg von der Hauptstraße, aber es ist spannend zu sehen, dass auch hier wieder überall verteilt so Zelte stehen, die halt an den Einheimischen gehören, die einfach diesen Lebensstil von Nomaden sein und mit Zelten umherziehen nicht so ganz aufgeben wollen und jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Stadt eine Wohnung, ein Haus haben, aber die allermeisten haben dann halt als Hobby oder als Wochenendhäuschen hier so ein kleines Zelt oder, also es kann klein sein, es kann aber auch sehr groß sein und ein paar Schafe oder Kamele und so weiter, einen tollen Geländewagen und dann ist das so das Camping, was man macht, wie ich das verstanden habe. Und das haben wir in Kuwait schon viel gesehen und werden wir, glaube ich, auch noch viel sehen, dass man halt diese verschiedenen Zelte überall stehen sieht. So, zur Einstimmung nochmal ein paar Fakten über Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ja so das Zentrum vom Islam mit Mekka und Medina, wo halt der Prophet Mohammed vor 1400 Jahren gestorben und geboren wurde. Also Mekka ist ja echt so das Zentrum, wo alle Muslime mindestens einmal im Leben hin müssen. Also wahrscheinlich auch sehr sehenswert, aber genau da darf man nicht hin. Beim Visumsantrag muss man sogar irgendwie so ein Häkchen einklicken oder unterschreiben, dass man halt dort nicht hinfährt. Ja, und eigentlich war Saudi-Arabien eigentlich eher so ein armer Wüstenstaat, aber in den 30er Jahren wurde hier auch das Öl entdeckt und dann ist es plötzlich ein reiches Land geworden. Aber das Öl reicht ja nicht für immer, deswegen wollen die jetzt schon mal so andere Einnahmequellen finden, wie den Tourismus. Aber sie sind dann halt noch nicht ganz so offen, dass man jetzt auch sich Mekka angucken kann. Vielleicht ja irgendwann in ein paar Jahren mit so einer geführten Tour oder so. Ja, also erst seit 2018 gibt es überhaupt sowas wie ein Touristinnenvisum. Davor konnte man hier nur hin, wenn man hier halt irgendwie arbeiten wollte oder Familie besucht hat. Dann kam Corona, was natürlich auch die Tourismusbranche hart getroffen hat. Das heißt, erst seit letztem Jahr und diesem Jahr sind überhaupt wieder viele Touris hier unterwegs. Aber wir zählen immer noch zu einen der ersten und das ist schon ganz spannend herauszufinden, wie die Leute da so drauf reagieren und in einem Land zu sein, wo Tourismus halt nicht so verbreitet ist und wo das noch so in den Startlöchern ist. Und es gibt zum Beispiel auch eine rund um die Uhr Hotline, wo man als Touristin anrufen kann, wenn man irgendwie Tipps und Hilfe braucht und so Sachen. Ja, geil. Hallo, was kann ich mir hier angucken? Ja, genau. Aber der erste Eindruck ist ehrlich gesagt jetzt noch nicht so viel von diesem reichen Ölstaat. Es ist hauptsächlich sehr trockene, flache Landschaft mit vielen so Camps, so Zelten und irgendwelchen Kamelherden und Stromleitungen. Ja, und wie in Kuwait, das erste, was wir nochmal machen, weil wir haben noch keine SIM-Karte, ist erstmal zu McDonald's rennen für WLAN. Aber hier gibt es noch eine Besonderheit. Weil Saudi-Arabien ist eigentlich noch ein bisschen konservativer als Kuwait wahrscheinlich. Deswegen gibt es so den normalen Eingang, Single Entry. Aber Frauen sollen ja eigentlich nicht von fremden Männern gesehen werden und so weiter. Deswegen gibt es noch eine Family Section. Ja, und damit halt die Frauen auch weiterhin abgeschirmt sind von fremden Männern und so weiter,
haben halt hier oben alle so Räume, so einen Vorhang. Und dann kann man irgendwie hier als Familie oder als Paar oder wie auch immer dann hier sitzen und dann seine Burger und Chicken essen. Kurzer Stopp für ein paar Fotos mit Kamelen. Hier läuft so eine Herde rum. Aber es ist gar nicht so leicht mit denen Fotos zu machen, weil die immer weglaufen. Die haben auch so ein bisschen Angst. Ah, jetzt kommen sie doch noch mal näher. Hallo! Jetzt der Hirte vorbeigekommen. Die Hirten haben ja alle so Pickup-Trucks und fahren einfach so quer durch die Wüste. Der hat so ein GPS-Gerät, das machen die, so ein GPS-Tracker an die Kamele und dann kann der das anrufen und dann sagt es ihm, wo die Kamele sind und dann ist er jetzt hierher gefahren, um die vielleicht irgendwie in eine bestimmte Richtung. Jetzt treibt er die mit dem Auto in so eine bestimmte Richtung. Gott, die haben Kamele. Oh je. Und er hat uns, glaube ich, zum Tee eingeladen. Wir haben es aber nicht ganz verstanden. Ja, und jetzt fahren wir hier so, der hat hier so, die haben hier echt so Zelte in der Wüste. Für die Kamele. Ah ja. Wie so Bauwagen oder Zirkuswagen. Hammer. Also wäre gespannt. ميلك شاي ولا قهوة؟ Gaba. قهوة. Jetzt geht's hier los mit Tee. هذا ولد عمي وهذا ولد خال. لا والله ما هو ولد خال. Und die machen hier rund um die Uhr Snapchat anscheinend. Also er filmt uns die ganze Zeit. Keine Ahnung, wie viele Millionen Leute uns jetzt zugucken. Die ganze Hirten-Community. Als Frau wurde ich hier auf dem Plastikstuhl gesetzt. Und in den Kaffee machen die Kardamom. Also schmeckt ein bisschen anders als der Kaffee, den wir so gewöhnt sind. Und ich habe gelesen, dass immer ganz viel Kaffee getrunken wird und dann irgendwann Tee. Aber wir hatten jetzt die Wahl. Ja, wir haben ja schon sehr viele dieser Zelte gesehen und jetzt ist cool, dass wir mal in einem sind und das so sehen können. Und es ist spannend, dass das halt echt so eine Mischung aus alt und neu ist. Also das Zelt ist natürlich voll neu, das Auto ist neu und so weiter, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen traditionell gestaltet mit den Teppichen und so. Sehr spannend. Ja, ist echt Hammer, wie die noch dieses Nomadenleben leben, aber so modern, ne? Alle haben das neueste iPhone und so. Und auch lustig, wie wir da jetzt zusammen gegessen haben. Für uns ist das ja ein bisschen schwer so mit dem Brot. Also das Brot wird auch dann nicht selbst gebacken, sondern das kommt irgendwie vom Supermarkt und dann isst man mit dem Brot so die Bohnen und sowas alles. Und die haben ja auch so jemanden, irgendwie so, weiß nicht, ein Pakistaner oder so, der hier quasi so den Haushalt führt als Hilfe. Ja, jetzt sind die Kamele hierher gekommen. Wir konnten eben noch in diesen einen Trailer reingucken, also wo die auch schlafen, aber da ist echt nicht viel drin. Nur so ein paar Kissen, so ein bisschen wie wir das aus dem Iran kennen. Also alles sehr simples Leben hier. Aber trotzdem irgendwie modern und mit Technik und allem. Jetzt machen wir irgendwie noch hier so eine Tour, keine Ahnung. Dann sind noch die Söhne zum Frühstück auch dazu gekommen. Die waren so völlig fassungslos, wer da bei ihnen plötzlich zu Hause sitzt und was wir machen. Also die waren so völlig so, was? Ihr fahrt mit eurem Van durch die Gegend? Wie kann das sein? War ein bisschen witzig, muss man sagen. Und wir hatten ihn ja vorhin unterbrochen. Er wollte eigentlich das GPS an seine Kamele machen. Das machen wir wohl jetzt gleich mal. Die Decken sind wohl für die schwangeren Tiere, damit es noch wärmer bleibt, weil die trächtig sind. Ich will ja nicht lügen, es ist schon cool, hier jetzt so Offroad unterwegs zu sein. Mit unserem Auto wären wir einfach schon nach 2 Sekunden stecken geblieben. Und mit diesem leichten 4x4 Auto kann man einfach überall lang fahren. Und unser Gastgeber trägt auch die traditionelle Kleidung, das Job, Gutra und Agal. Ja. Und jetzt fahren wir noch irgendwie zum Market. Die Kopfstütze drin. Ah ja.
Turban? Was kriegen Sie denn da? Oh, Fokus, jetzt Marianne. bin ich wie so ein Einheimischer hier. Hey, كده كويس. نور يلا. Okay. Jetzt gehen wir noch die obligatorische Tour hier. Shukran. Thank you. عفوا حياك الله. Das war ja wieder mal ein tolles Erlebnis und Grund, warum wir diese Reise machen, lokale Menschen treffen und kennenlernen. Ich habe jetzt dieses lustige Ding hier geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht bekommen habe, weil eigentlich tragen das doch die Männer. Ja, deswegen bin ich auch ein bisschen erstaunt, aber er wollte, dass ich das behalte. Ich freue mich natürlich, aber mal gucken, ob ich jetzt hier weiter mit diesem Ding rumlaufe. Ja, er hätte uns auch noch zum Lunch eingeladen. Er wollte uns auch noch Geld für Diesel geben. Also mega nett, mega toll. Ich finde es so spannend, weil, keine Ahnung, die haben uns schon erzählt, dass er oder sie halt 4 Frauen haben können. Haben sich mal wieder gewundert, warum Ja, wir... glaube ich 2 Frauen, hat er gesagt. Ne? Aber haben sich gewundert, warum wir keine Kinder haben. Und klar sind das teilweise Dinge, wo ich sagen würde, das entspricht vielleicht nicht meinen Werten, aber trotzdem finde ich das voll spannend, sich darüber irgendwie so ein bisschen auszutauschen. Und ich meine, nur wenn wir als Touris kommen können und die Locals dann auch Bock haben, mal darüber zu hören, wie es bei uns so läuft. Und ich meine, man muss ja nicht bei allem immer einverstanden sein oder so. Es ist irgendwie einfach voll die nette Ebene, sich so kennenzulernen. Und ja, das war jetzt ein cooler Einblick in das Leben in Saudi-Arabien. Und jetzt geht es zu unserem eigentlichen Ziel. So, jetzt noch kurz bei der Moschee Wasser auffüllen. Also in den kleinen Dörfern gibt es ganz oft immer so Wasserstellen. Die haben dann so einen Tank und dann kann man da Trinkwasser zapfen. Aber wir nehmen hier den großen Tank. Das Tolle an den ganzen arabischen Ländern und auch Saudi-Arabien ist ja, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass die Menschen als Nomaden gelebt haben. Also sowas wie in der Natur, im Nirgendwo, rumfahren, parken, campen, schlafen. Das ist hier das Normalste der Welt und wir haben euch ja schon gezeigt, überall sind so Zelte, überall fahren dann auch so Wohnmobile rum oder Autos. Also es ist einfach völlig normal, sich hier ins Nichts zu stellen und hier zu schlafen. Und wenn ihr uns jetzt schon ein bisschen verfolgt, dann wisst ihr ja, in den letzten Ländern, Pakistan, Indien, wollen wir gar nicht drüber reden. Da war das ja Katastrophe, weil da denken die so, WTF, was machen die da? Wieso fahren die da? Das ist gefährlich, keine Ahnung. Und hier ist es einfach normal und alle machen das. Da drüben ist nämlich auch noch so ein anderes Wohnmobil. Da haben wir uns gerade die 3 Männer jetzt nochmal zum Kaffee eingeladen. Und das ist halt das Geile für Vanlife mit dem Camper hier rumfahren, weil was wir brauchen, das sind gute Straßen und ruhige Plätze in der Natur, wo man wild campen darf. Und dafür ist das hier echt das Paradies. Uns hat ja auch total gestresst in Pakistan und Indien, dass wir halt nicht wussten, wenn wir viel gefahren sind und irgendwo geparkt haben, kommt da jetzt nachts jemand oder nicht? Ist das jetzt ein guter Schlagplatz oder nicht? Also wir hatten da gar keine ruhigen Nächte mehr und das ist hier einfach anders. Es ist einfach ruhig. Du weißt, du kriegst deine Erholung, die du brauchst, weil es ist einfach so, wenn du so viel unterwegs bist, das braucht im Kopf auch echt viel Verarbeitungszeit und so und dafür braucht man einfach manchmal Ruhe. Und es ist auch voll okay, dass nicht jedes Land ideal ist für einen Van und einen Camper. Deswegen würden wir halt nicht nochmal nach Indien mit einem Van fahren, sondern dann eine andere Art und Weise des Reisens wählen. Aber hier ist es halt perfekt so. Wir haben so oft jetzt in den letzten Tagen schon irgendwie sind wir gefahren und haben dann gemerkt, okay, wir haben keine Lust mehr, die Sonne geht gleich unter, es wird dunkel, lass mal links, rechts lang fahren und da einfach schlafen. Und es hat uns nie jemand gestört und deswegen geht es uns einfach ein bisschen besser, muss man ehrlich sagen. Wir haben euch ja schon mal erzählt, dass die hier alle mit so fetten amerikanischen SUVs und Pickups rumcruisen, aber die Wohnmobile, die die Einheimischen haben, das sind auch so fette Ami-Dinger, die sogar so zur Seite rausfahren. Ey, sowas brauchen wir, das ist ja der Hammer, da ist bestimmt voll viel Platz drin.
Okay, wir sind wieder unterwegs, weil wir haben es auch nicht geglaubt, aber es hat plötzlich angefangen zu regnen. Da wollten wir nicht dort stecken bleiben. Aber wir haben uns ja dann mit diesen Leuten da getroffen und die haben uns da zum Tee und so weiter eingeladen. Es war richtig geil. Also diese Sitzgelegenheit hier in der Wüste ist ja der Hammer. Sowas brauchen wir auch, aber es nimmt, glaube ich, recht viel Platz weg. Aber richtig geil. Und wir haben voll viel gelernt und voll viel erfahren und so, was wir gleich mit euch teilen wollen, weil es richtig spannend, aber da halten wir gleich mal irgendwo in Ruhe. Aber wir sind jetzt auch auf dem Weg zu dem Vater oder Onkel von dem einen. Der hat nämlich hier so eine Farm, was irgendwie viele Leute als Hobby haben, wenn sie dann in der Rente sind oder so. Wir haben es auch nicht ganz verstanden, aber wir wollen uns das mal angucken. Ist so halb auf dem Weg, da fahren wir jetzt hin. Aber jetzt erzähle ich euch gleich erstmal das alles. Wir wurden von 3 Typen ungefähr in unserem Alter zum Kaffee eingeladen, die dort auch gecampt haben, und zwar mit ihrem richtig fetten Wohnmobil bzw. RV importiert aus den USA. Wir sind aber auch nicht die einzigen gewesen, die eingeladen worden sind. Also es wird da nicht so ein Unterschied gemacht zwischen Touris und Menschen aus dem Ausland, die hier aber arbeiten. Also wir haben einmal, war so ein Mann mit seinen 2 Kindern aus Malaysia und seine Frau arbeitet hier seit 9 Jahren im Krankenhaus. Und dann waren da noch so 2 Chinesen. Wir dachten erst, das sind Touris, aber nee, die arbeiten hier halt auch schon mehrere Jahre lang. Und bei denen wurde ganz genauso bestanden, so dass sie zum Tee bleiben und so. Und denen wurde Essen angeboten und so weiter. Also mega nett. Ja, voll. Also wir saßen dann mit verschiedenen Gruppen zusammen und haben echt viel über die Ansichten von den jungen Saudis hier gelernt oder von diesen speziellen Leuten. Das ist natürlich auch immer jetzt wieder individuelle Menschen, die wir kennengelernt haben, die uns ihre Ansichten erzählt haben. Und wir haben uns sehr bemüht, also vor allem ich, muss ich sagen, einfach mal zuzuhören, ohne das jetzt so krass zu werten. Die kamen halt aus der Stadt, die arbeiten irgendwie alle, oder nicht alle, aber viele von denen haben irgendwie bei diesem großen Ölkonzern hier gearbeitet, so als Ingenieure und was auch immer. Insgesamt hatten wir so das Gefühl, oder haben sie auch erzählt, dass alle Menschen hier so diese Königsfamilie lieben. Also wir sind ja hier in einem autoritär geführten Königreich. Und der neue Kronprinz, der seit irgendwie 5 Jahren an der Macht ist, MBS, sagen sie auch alle, den mögen die irgendwie auch alle total. Der modernisiert hier halt das Land so ein bisschen. Also der macht so viele Sachen möglich, die vor ein paar Jahren einfach noch sehr undenkbar gewesen sind. Zum Beispiel, dass Frauen Auto fahren können, dass Musik gespielt werden darf. In Riyadh gibt es jetzt jedes Jahr Middle Beast, so ein fettes Festival, und diese Veränderungen passieren sehr schnell. Also von einem auf den anderen Tag ändert sich da plötzlich alles, und es ist sowieso, glaube ich, ein spannendes Land in Bezug auf Kontrast und Balance zwischen Tradition und Moderne. Also unsere neuen Freunde haben uns auch erzählt, dass es ihnen schon wichtig ist, zu wissen, was ihre Wurzeln sind und was ihre Traditionen sind. Also sie sind alle sehr muslimisch, sie waren schon oft in Mekka, sie beten mehrmals am Tag, sie essen kein Schwein, trinken kein Alkohol, aber gleichzeitig benutzen sie gerne Snapchat, gehen feiern, fliegen nach Paris, leben einfach ein modernes Leben, so wie wir halt auch. Naja, und da haben wir auch gefragt, wie das ist, weil es gibt natürlich auch viele ältere Menschen, die noch traditioneller leben und so, und die sind halt so, also so ein bisschen auch so ein Konflikt, aber irgendwie bei denen ist der sehr populär, oder die ganze Königsfamilie. Ja, also da sprechen wir jetzt natürlich aus der Sicht unserer neuen Freunde. Wir wissen, dass es auch viel Kritik an dieser Königsfamilie und so weiter gibt. Aber ganz ehrlich, wir sind ja hier, um zuzuhören und einfach zu erfahren, was die Menschen, die hier leben, denken. Und vielleicht treffen wir auch nochmal irgendwen, der die nicht so toll findet. Wobei das natürlich auch ein bisschen schwierig ist, weil man da, glaube ich, Ärger für bekommen kann, wenn man irgendwie sich gegen die ausspricht und so weiter. Aber für uns ist es einfach spannend, weil ich meine, das politische Leben und alles bei uns ja einfach komplett anders funktioniert. So, es ist einfach, bei uns gibt es keinen Kronprinzen und bei uns ist halt Feiern gehen und so weiter normal, und bei denen fängen so Sachen wie auch mehr Kontakt mit Frauen haben vielleicht und so, das fängt hier gerade alles so an und ist deswegen für uns als Außenstehende eine voll spannende Zeit hier zu sein, weil so viel im Umbruch ist. Ja, total. Und es ist ja auch die Tatsache, dass wir als Touris jetzt hier sein dürfen, ist einfach krass, und deswegen freuen die sich auch so, dass wir hier sind und sagen, kommt und wir haben Lust mit euch zu quatschen und kommt noch zu meinem Vater und wir zeigen euch noch dies und so weiter. Und ja, wir bekommen dadurch halt auch ein besseres Verständnis für viele Dinge. Auch auf die Kleidung bezogen, das haben wir jetzt noch selber nicht gesehen, aber sie haben zum Beispiel gesagt, dass vor ein paar Jahren war es ja einfach noch normal, dass fast jede Frau diese Abaya, also dieses schwarze Gewand trägt, und sie haben jetzt erzählt, dass in den Städten und so gibt es jetzt Abayas in bunten Farben mit Mustern. Es gibt auch viel mehr Saudi-Fashion-Brands, die das irgendwie moderner machen. Und sie selbst ziehen, glaube ich, hauptsächlich nicht ihre traditionellen Kleider an, sondern, also laufen so im Alltag normal rum und hatten auch hauptsächlich Jeans und T-Shirt an. Aber wenn sie dann halt irgendwie ein Fest haben oder sich mit der Familie treffen oder so, dann tragen alle noch das traditionelle Outfit, was wir ja so nicht haben. Bei uns ist ja
Wir haben normale Klamotten und dann haben wir vielleicht schickere Klamotten, aber wir haben jetzt keine Trachten, also in Deutschland schon, aber da wo ich aus dem Ruhrgebiet so, da haben wir jetzt kein spezielles Outfit, was irgendwie mit unseren Traditionen zu tun hat. Also, nach den ersten Tagen im Land konnten wir schon viel lernen. Mit weiteren spannenden Fakten, unter anderem wie Dating hier funktioniert, geht es im nächsten Video von der Farm aus direkt weiter. Yalla! Ja.